Hört ihr das? Jetzt ist mal die Karre verreckt. Das gibt's ja nicht. Fuck. Mitten in der Wüste. Scheiße. Fuck. Überall Sand, das kann nur eins heißen, wir sind im Iran. Und zwar in der Wüste Lut, der tödlichsten und gefährlichsten Wüste der ganzen Welt. Hunderte Kilometer ins Nichts. Und wir fahren da jetzt rein und wir nehmen dich mit. Das hier ist die Straße in die heißeste Wüste der Erde. Wir fahren in die sogenannten Kaluts, ein riesiges Gebiet mit einzigartigen Felsformationen, die vor über 20.000 Jahren durch Wind und Wasser entstanden sind. Unser Timing ist mal wieder perfekt. Pünktlich zum Sonnenuntergang kommen wir an und wir genießen die atemberaubende Aussicht. Ja, und schon machen wir Pläne für den nächsten Tag. Da entlang. Am nächsten Morgen finde ich mich in einer surrealen Landschaft wieder. Ich komme mir vor wie auf einem anderen Planeten. Die Stille dort ist erdrückend und zugleich zauberhaft. Wir sind auf der Suche nach einer versteckten Oase. Ist ganz schön frisch morgens in der Wüste. Ich denke, in der Oase werden wir Wasser finden und irgendwann brauchen wir Wasser. Okay, wir fahren weiter. Offroad bedeutet, es gibt keine Straße mehr. Off the road. Es gibt hier keine Straßen. Es gibt hier ein paar Spuren. Da waren schon mal Leute hier. Viele Spuren sind verweht. Und hier geht kaum Wind. Also das kann Tage, Wochen, Monate her sein, dass die Autos hier lang gefahren sind. Bevor es richtig losgeht, machen wir erstmal Frühstück. Gestärkt soll es in die Wüste gehen. Ja, ruhige Ecken gibt's hier wahrlich genügend und selten habe ich so spektakulär gefrühstückt. Was für eine Aussicht, was für ein Anblick. Dann geht's weiter. Ich fahre ein Stück durch lebensfeindliches Gebiet, als ich plötzlich am Horizont die Überreste einer alten Burg sehe. Das überrascht mich, denn ich dachte bis dahin, dass dieser Teil der Erde niemals durch Menschen besiedelt wurde. Wir gehen mal hoch, oder? Chicho, ven aquí, ven. Yeah! High five. Yeah! Das ist ein schlauer Fuchs. Also ich denke mal, hier oben haben die gewohnt. Du musst dir jetzt vorstellen, dass hier natürlich jetzt ein Holzdach drauf gewesen ist, was längst verrottet ist. Und hier haben die Leute gelebt, oder? Unten waren die Viecher. Die Lebensmittelvorräte, weil unten ist es echt kühl. Wow, das sieht noch ziemlich gut aus, ne? Seht ihr das? Alles mit Stroh, damit es fester wird. Bei uns in Deutschland würde das nicht lange halten. Aber hier, so selten wie das regnet oder eigentlich nie, hält das halt, ne? Hier ist eine Feuerstelle. Und diese Feuerstelle hier, die erinnert mich an eine Sache, die ich heute unbedingt machen möchte. Und ich mache sie mit euch zusammen. Ganz, ganz wichtig. Bereit? Doch zuerst gehen wir schlafen. Morgen früh geht's weiter. Ja, guten Morgen. Ich zeig dir mal, wo ich heute Nacht geschlafen habe. Also, erstmal da drüben schneebedeckte Berge. Das ist schon mal richtig geil. Bei Sonnenaufgang schneebedeckten Berg zu sehen. Aber das richtig Coole, das ist ja hier. Kommt mal mit. Ich war gestern Abend schon hier drin. Finster wie ein Bärenarsch. Man sieht gar nichts. Ne? Unten waren die Kamele und die Tiere und da oben haben die Leute gewohnt. So, der Kaffee ist gemacht und jetzt schreiten wir zur Tat. Wir brauchen dafür ein bisschen Benzin und diese Tüte hier. So, das nehmen wir jetzt hier mit. Und ein Feuerzeug natürlich.
Was viele von euch vielleicht gar nicht wissen, ich habe jahrelang geraucht, gerne und viel. Allerdings, ich habe damit aufgehört seit geraumer Zeit. Ganz nach Gusto, einmal die Woche, vielleicht zweimal rauche ich eine Zigarette. Das Problem ist, ich habe das Zeug bei mir. Und solange du etwas bei dir hast, wirst du es auch benutzen. Jedes Mal, nachdem ich eine geraucht habe, ärgere ich mich. Das Problem ist, man kann sich von solchen Dingen so schlecht lösen. Zucker, Drogen, Tabak, Alkohol. Das ganze Zeug, ne? Das fällt einem so schwer, einfach zu sagen, tschüss. Es gibt eine ganz einfache und brachiale Lösung. Alles verbrennen. Und das mache ich jetzt. Extra noch eingekauft, vor der Reise, extra noch ein frisches Päckchen gekauft. Hier, mehrere sogar. Ich gebe feierlich bekannt, dass ich hiermit und am heutigen Tag mit Rauchen aufhöre. Also, wenn du etwas loswerden möchtest, dann verbrenne es einfach. So, und jetzt fahren wir in die Wüste Lut, die gefährlichste und heißeste Wüste des ganzen Planeten. Schnell Sachen einpacken, den Teppich ausklopfen und langsam, aber sicher auspacken. Es heißt nun Abschied nehmen von einem Ort wie aus einem Märchen, wie aus 1001 Nacht. Wir beschleunigen und rücken langsam vor in die unendlichen Weiten der Wüste. Allein geht's rein. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verfranst. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hunderte Kilometer ins Nichts, ohne dass irgendein Baum, irgendein Strauch kommt. Habe ich ausreichend Wasser dabei? Wird mir ein Diesel reichen? Brauche ich sonst noch irgendwas? Ich bin kurz davor. Ich bin eigentlich schon da. Es ist einer der gefährlichsten und heißesten Orte auf der Erde. Was mich ein bisschen stresst, ist, dass ich seit Tagen kein Handyempfang habe. Kein Signal, nichts. Ne? Ich glaube, es ist der 3. Tag ohne Empfang. Ja, und spätestens dann weißt du, dass du verdammt weit draußen bist. Ich meine, alles gut. Ich habe einen Kompass, ich habe eine Karte, ich habe Wasser. Diesel ist noch genügend drin. Aber trotzdem, lass mal nochmal falsch abbiegen und nochmal falsch abbiegen. Irgendwann drehst du dich im Kreis, wie im Film, und dann war's das. Zum Glück ist Winter und nicht so heiß. Wir schaffen das schon. Du musst ab und zu mal einfach mal auf dich allein gestellt zu sein. Einfach mal, ne? Ich habe Wasser mit, ich habe einen Spürhund dabei, ich habe das geilste Auto der Welt. Was soll passieren? Irgendwo da drüben, irgendwo hier, wurde die heißeste Temperatur der Erde gemessen. Das waren über 70 Grad Celsius. 70 Grad. Halt da mal deine Füße rein, ja? Da merkst du was. Das Glück war auf meiner Seite, denn zufälligerweise fand ich ein bisschen Holz. Ich habe natürlich schnell ein Lagerfeuer damit gemacht und es war ein unglaublich toller Moment, dort zu sitzen am Feuer mit den Sternen und dem Mond ganz allein in der Wüste. Das war unvergesslich. Hört ihr das? Was ist da? Das ist schon gruselig. So tiefste, dunkle Nacht bis auf den Mond. Und hier ist niemand, hier ist nichts. Ich weiß nicht, ob es hier wilde Tiere gibt oder sowas. Der nächste Morgen zeigte sich von seiner schönsten Seite. Was für ein Fest der Farben, was für ein Lichtspiel. Es war unglaublich. Ein Sonnenaufgang in der Wüste ist etwas ganz Besonderes. Nirgendwo anders sind die Farben so spektakulär. Vom heißesten Punkt der Erde, den ihr hier auf der Karte seht, habe ich einen Weg gesucht in eine Oase. Denn man hat mir von einer Oase berichtet und die Fliege hier zeigt mir tatsächlich den Weg dahin. Und los geht's. Allerdings sehr weit kam ich nicht. Wie hört sich das an? Easy. So, zack, einmal falsch Gas gegeben und schon steckst du fest. Scheiße. So, Luft rauslassen, schaufeln, Sandbleche, wie auch immer wir da rauskommen. Endlich kommt meine krasse Schaufel mal zum Einsatz. Das Problem ist, ich bin hier wirklich weit ab vom Schuss. Wenn ich hier nicht rauskomme, dann bin ich echt am Arsch, ey.
Wer Luft ablässt, muss sie irgendwann auch wieder drauf lassen. Auf Wellblechpiste geht es also nun Richtung Oase. Das ist die sogenannte Wellblechpiste. Wellblechpiste oder Waschbrettpiste. Wer liebt sie nicht? Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Wellblechpiste. Zermürbend. Wie ein Hardcore-Schleudergang in der Waschmaschine. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Da vorne ist sie. Ich fahre genau drauf zu. Boah, bin ich froh. Ich bin da. Wow, guck mal. Das nenne ich mal eine richtige Oase. Eine Oase, in der ich durchfahren kann. So, Mittagspause. Nach so viel Wüste muss ich einfach meine Pause im Wasser machen. Mindestens 1 Kilo Staub. Iran ist nicht nur Wüste, auch das ist der Iran. So, jetzt habe ich gerade ein verlassenes kleines... Ich habe ein Tiny House entdeckt. Hier ist ein altes Dorf, ein verlassenes Dorf. Da ist eine Oase, die habt ihr gerade gesehen. Hier ist ein Tiny House. Ich dachte erst, es wäre eine Mini-Moschee, die kleinste Moschee der Welt. Aber nee, das ist ein Tiny House. Wir gehen jetzt mal rein. Auf jeden Fall gibt es eine Schatztruhe. Ja. Da waren auch schon einige Leute hier, wie man sehen kann. Viele Kerzen wurden hier angezündet und abgefackelt. Und da ist eine kleine Truhe. Was ist das eigentlich? Das wäre eine Matratze, aber das ist ein Stein. Okay, das ist ein Stein. Ich dachte, das wäre eine Matratze. So, was haben wir hier? Eine selbstgebaute Puppe. Blair Witch, oder? Und Texte. Ich kann es leider nicht lesen. Kommt da noch was? Heilige Schriften. Okay, Püppchen sitzt wieder ordentlich. Und wir gehen wieder raus, oder? Weiter geht's. Ganz genau, weiter geht's. Und zum Abschluss fahre ich noch einmal ein Stück quer durch die Wüste zu einem der schönsten Wasserfälle, die ich persönlich kenne. Man mag es kaum glauben, doch nur 100 Kilometer entfernt von der heißesten Wüste der Erde befindet sich dieses Wasserreservoir. Es handelt sich um den Keschid-Wasserfall, benannt nach der gleichnamigen Ortschaft in der Nähe. Ein Kleinod inmitten der rauen Wüstenlandschaft. Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, dort ein Bad zu nehmen, denn wie es der Zufall wollte, war ich dort ganz allein.